Herzlich willkommen zu einem neuen Video und einem neuen Jahr. Ein frohes und gesundes 2025 wünsche ich euch jetzt erstmal. Heute wird alles anders. Heute gibt es nämlich keinen Reisecontent, sondern ein Q&A. Ich habe euch in den letzten Wochen immer mal gebeten, mir Fragen zu stellen und die werde ich heute beantworten. Verbunden mit einem kurzen Jahresrückblick auf 2024 und einem Ausblick auf unsere Pläne für 2025. Also, macht's euch gemütlich, holt euch einen Kaffee, denn es gibt viel zu besprechen. (2024) war ein echt unfassbares Jahr für mich. Also nicht nur, dass ich nach all den Jahren der Vorbereitung diese Reise hier begonnen habe, sondern was mich irgendwie ganz besonders berührt hat, war auch die Unterstützung von Freunden und Familie schon bei der Vorbereitung. Also da war ja auch in den Monaten davor schon so viel zu bedenken und zu erledigen. Und das war irgendwie richtig schön, so diesen ganzen Support mitzubekommen. Und dann natürlich all die tollen Menschen, die ich seitdem kennenlernen durfte, unterwegs. Und dann diese Landschaften. Oh, ich hatte ja keine Ahnung. Die Küste Englands, die Weinberge im Burgund, diese alten südfranzösischen Städte, die Strände Sardiniens, all diese tollen Orte sehen zu dürfen, das war schon ein ganz besonderes Geschenk. Und das finde ich auch ganz spannend. Ich habe echt das Gefühl, dass die Zeit anders vergeht, je nachdem, was man so erlebt. Also es kommt mir so vor, als wären die Tage viel länger, wenn da so viel Leben drin ist. Zum Teil war ich nur ein paar Wochen an manchen Orten und es hat sich angefühlt wie Monate. Also auch das war irgendwie 2024 eine ganz neue Erfahrung für mich. Ja, und dann, das war ja für mich überhaupt nicht abzusehen, habe ich ja 2024 diesen Kanal hier gegründet und inzwischen sind wir einfach 1500. Das heißt, diese Community, ihr da draußen, ihr als Abonnenten, ihr seid inzwischen 1500 Leute, die Lust darauf haben, sich meine Videos anzuschauen, obwohl wir uns wahrscheinlich gar nicht kennen. Also ich glaube, die allermeisten von meinen Abonnenten sind jetzt eben nicht mehr Freunde und Familie, so wie ganz am Anfang, und irgendwie so diese Tatsache, dass diese fixe Idee aus der Schule, als meine Schüler gesagt haben, so Mensch, die müssen dann aber auch irgendwas machen, wenn sie da unterwegs sind, dass das jetzt inzwischen, so groß will ich jetzt gar nicht sagen, aber sich dazu entwickelt hat, dass es so diese Gemeinschaft irgendwie gibt. Und das finde ich halt besonders überraschend, aber auch besonders toll, dass es so wertschätzend ist. Also ihr könnt euch das, glaube ich, gar nicht so vorstellen, aber die Kommentare unter den Videos, die machen natürlich was mit mir. Die machen was mit jedem, der solche Videos macht, mit jedem Content Creator. Und das war so, glaube ich, auch die einzige wirkliche Sorge, die ich davor hatte, dass da irgendwie dann blöde Sachen stehen. Also ich spreche jetzt irgendwie gerade ganz alleine mit meinem Telefon, ne? Aber draußen seht ihr das jetzt. Und das ist schon so, dass man ja auch ganz schön viel von sich preisgibt. Und dann so die Sorge, dass da Menschen sich darüber irgendwie abfällig äußern oder so. Das war schon was, was mich echt umgetrieben hat. Und dass das jetzt aber nicht nur nicht so passiert ist, sondern das Gegenteil. Also, boah, all die Unterstützung, als wir diesen blöden Motorschaden hatten. Und das ist natürlich, also ich glaube, mit dem Video sind viele von euch auch überhaupt erst auf den Kanal aufmerksam geworden. Aber dass ihr dann auch dabei geblieben seid, als es eben nicht mehr die große Katastrophe war, sondern wir dann unsere Reise, so wie auch geplant, fortsetzen konnten. Also, dass das so funktioniert und dass ihr so wertschätzend seid und so unterstützend und so wohlwollend auch, das ist echt was ganz Besonderes. Und das war was, was ich jetzt erfahren durfte in 2024 und was wirklich dieses Jahr für mich auch ganz besonders macht und auch wirklich was verändert hat für mich. Und eine Sache, die ich mir aus dem Grund überlegt habe, ist, dass ich jetzt, wo ja die Monetarisierung quasi durch ist, übrigens auch das, ne? Manche von euch haben wirklich ja stündlich mitgefiebert, als es so ganz kurz davor war und haben dann irgendwie immer mit in die Kommentare geschrieben, heute ist der so und so vielte morgens, 8 Uhr und es sind jetzt 900, weiß ich nicht, 87 Abonnenten. Das wird heute noch was. Und ich dachte, oh, wie süß, dass da einfach Leute auch so Anteil haben. Das war wirklich, das war irgendwie ganz besonders. Und eben, weil das so war, habe ich mir überlegt, dass ich alle Einnahmen, die ich jetzt über diese Videos generiere, das ist natürlich überhaupt nicht viel. Ich zeige euch das dann mal nächsten Monat, was da so, ne, in den ersten 30 Tagen am Ende so rausgekommen ist. Aber dass ich das Geld jetzt einfach so lange spare, bis ich mir eine richtig coole Kamera davon kaufen kann und auch noch mal ein bisschen besseres Tonequipment. Also ich habe jetzt hier, seht ihr, dieses kleine Mikro und es funktioniert irgendwie auch so ganz okay, aber ja, jetzt auch nicht immer.
Und dann kann ich zum Beispiel auch mal einen tollen Sternenhimmel filmen oder so. Das geht nämlich bis jetzt nicht mit meinem Handy. Also das ist was, schon mal auch jetzt irgendwie in Richtung Ausblick, was aber mit dazu gehört. Ja, ansonsten 2024. Es war auch ganz schön herausfordernd, ehrlich gesagt. Also wer die ganz allerersten Videos schon gesehen hat, meine Güte, ich bin ja jetzt hier gerade wieder zu Hause, ne, zwischen Weihnachten und Neujahr. Draußen schneit übrigens gerade, das kann ich euch nachher nochmal zeigen. Ähm, und habe jetzt so daran gedacht, wie ich hier vor einem halben Jahr gestartet bin. Und ey, diese letzten 2, 3 Wochen, ich habe da wirklich kaum noch eine Erinnerung dran, ehrlich gesagt, weil das so vorbeigerauscht ist. Das war ja irgendwie so viel. Dann war der Bus noch nicht fertig, irgendwie in der Werkstatt und dann musste der noch fertig ausgebaut werden und irgendwie eingeräumt werden und dann die Wohnung ausgeräumt werden und das war echt doll. Und da wäre es nicht gegangen ohne Freunde und Familie, die da wirklich so oft spontan auch da waren und gesagt haben, so, pass auf, was musst du jetzt machen? Ich helfe dir. Das war richtig toll. Und dann natürlich größte Herausforderung, dieser Motorschaden. Oh, im französischen Zentralmassiv auf dieser Autobahn abends im Regen und nichts ging mehr. Das war schon so der absolute Tiefpunkt, würde ich sagen, 2024. Also das war echt krass. Und dann die Tage danach, als dieser ADAC-Mitarbeiter meinte, sie übernehmen dann gegebenenfalls nur noch die Verschrottungskosten. Schönen Dank auch. Und hoffentlich habe ich einen Plan B so. Hatte ich natürlich nicht. Gerd ist ja unser Zuhause jetzt. Also nicht nur, dass wir mit dem als Fahrzeug irgendwie unterwegs sind, wir leben ja auch hier drin. Und dann nicht zu wissen, was da jetzt wird. Also so diese Tage der Ungewissheit, das war, glaube ich, rückblickend betrachtet echt das Dickste. Das war schon doll. Und ne, dann war jetzt irgendwie gerade alles gut und dann merke ich in Freiburg, dass ich da Öl verliere und dann musste ich nochmal los. Und ich dachte echt, wir kommen da jetzt nicht mehr nach Sardinien. Also so diese Auf und Abs, also ne, himmelhoch jauchzend, Weinernte, alles toll, schöner kann es nicht sein, mit Lotti in Paris und dann Motorschaden und dann wieder, okay, es wird, wir machen uns das dann nett trotzdem und dann Ölverlust und dann so jetzt Sardinien. Ich hoffe nicht, es geht jetzt dann wieder in die Richtung, sondern es bleibt auch mal vielleicht so ein bisschen so. Aber letztendlich, was ich mitnehme, ist ja, also ich finde das immer persönlich ganz wichtig, dass man dann auch guckt, okay, was lerne ich jetzt daraus? Was bringt mir das so? Und am Ende haben wir das ja aber alles geschafft. Und wir haben das nicht nur irgendwie geschafft, sondern wir haben das ja auch zusammen geschafft. Also Lotti und ich zusammen als Mama und Tochter haben diesen ganzen Stress mit diesem Motorschaden irgendwie hingekriegt. Wir haben uns nicht darüber in die Wolle bekommen. Also wir haben beide versucht, so das Beste daraus zu machen und sind natürlich beide auch ein Stück weit ja stärker geworden, weil wir gemerkt haben, so, wir kriegen das hin. Wir finden einen Weg, wir finden eine gute Lösung und wir lassen uns da jetzt auch nicht von unterkriegen. Und ich glaube, das ist am Ende so das Wichtigste, dass man sagt, wenn was Blödes passiert, kann man es häufig ja nicht ändern. Dann guckt man zumindest, was man dann halt damit anfängt. Okay, das war jetzt schon ganz schön philosophisch, das sollte eigentlich gar nicht so sein. Jetzt kommen wir erstmal zum Wesentlichen, nämlich zu euren Fragen. Okay, wir starten mit einer Frage von Yvonne. Und Yvonne wüsste gerne, wie Lotti und ich uns denn so vertragen auf Dauer im Bus. Und ich glaube, das ist was wahrscheinlich ganz viele von euch interessiert, deswegen fange ich damit auch an. Grundsätzlich ist es so, dass Lotti nicht immer so gerne vor der Kamera ist und ich akzeptiere das vollkommen. Also die Idee mit den Videos, die war meine und Lotti ist zwar mit dabei, aber ich finde es irgendwie ganz wichtig, dass wenn sie sagt, nö, heute mag sie jetzt nicht so gerne gefilmt werden, dann mache ich das natürlich auch nicht. Ne? Das ist ja irgendwas, was ich zu verantworten habe. Deswegen sitzt sie jetzt auch nicht hier und kann selbst was dazu sagen. Aber wir haben uns natürlich im Vorfeld besprochen und es geht uns beiden ähnlich, dass wir sagen, wir genießen schon so diese Zeit zusammen, die Reise an sich, aber eben auch, dass wir beide das gemeinsam machen können als Mama und Tochter. So war das geplant und das hat sich auch so herausgestellt. Und natürlich gehen wir uns aber auch trotzdem mal auf den Senkel. Das, glaube ich, verwundert jetzt niemanden, wenn ich das sage. Die ganze Zeit irgendwie aufeinander. Ich glaube, das wäre mit jedem anderen Menschen auch so und es ist jetzt zwischen Mama und Tochter nicht anders. Das Gute aber ist, dass wir darüber sprechen können. Also, dass wir, wenn das so ist, dass wir merken, so, jetzt brauchen wir echt mal ein bisschen Raum, dann sagen wir uns das auch ganz nett, also so nett, wie es halt dann so geht, ne? Und ganz offen und machen dann halt was. Also was ich, dann gucken wir eben, dass wir uns eine Ferienwohnung mit 2 Schlafzimmern nehmen oder dass einfach einer mal einen schönen langen Spaziergang macht und der andere dann so ein bisschen auch Privatsphäre hat im Bus und mal telefonieren kann oder irgendwie so.
Als wir jetzt auf Sardinien zum Beispiel auf dem Bauernhof waren, war es so, dass ich im Bus geblieben bin und Lotti das Zimmer bezogen hat, das wir da zur Verfügung gestellt bekamen. Also so, wir gucken schon, dass wir immer auch mal wieder getrennt voneinander was machen, um uns da nicht völlig irgendwie, um halt so keinen Lagerkoller zu kriegen. Aber unterm Strich ist es so, dass wir diese gemeinsame Zeit wirklich schätzen und das freut mich so, weil das eigentlich meine Hoffnung war, als ich das vor 3 Jahren so überlegt habe und dass es jetzt noch echt so geworden ist. Ne, so dieses letzte Jahr, bevor Lotti dann in die Ausbildung geht und wir dann einfach uns nicht mehr so täglich sehen, wie das ihre ganze Kindheit über so gewesen ist. Also dass wir dieses letzte Jahr davor jetzt nochmal auch echt so genießen können. Okay, dann hat Susi gefragt, wann und wo der entscheidende Impuls kam für die Reise. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt eine Weile überlegt, ob ich da, also wie viel ich da jetzt so mit euch teilen soll. Ich habe in meinem allerersten Video, dieses Heiligendamm-Video, was ich inzwischen echt, es ist halt das erste Video, egal. Da habe ich ja schon gesagt, dass ich vor 3 Jahren während der Pandemie so diese erste Idee dazu hatte. Der Hintergrund ist so, dass ich mir während der Pandemie eine Herzrhythmusstörung zugezogen hatte, die aber eine ganze Weile nicht erkannt wurde. Und dann war das echt, also ehrlicherweise, ich will es jetzt gar nicht so doll ausführen, aber das war so die schwierigste Zeit meines Lebens bislang, weil da wirklich einige Situationen waren, die sich für mich lebensbedrohlich angefühlt haben und wo ich richtig auch Angst hatte und eine ganze Weile nicht wusste, was es eigentlich ist, weil dann irgendwie die Ärzte dachten, naja, ich bin irgendwie eine junge Lehrerin, ich habe Stress, das ist vielleicht psychosomatisch, wenn ich Herzrasen habe oder keine Luft bekomme oder so und oder ich hätte einen Burnout oder also da stand halt ganz viel im Raum und ich habe aber immer gedacht, nee, das ist Quatsch, das ist wirklich irgendwie körperlich so, aber das hat lange gedauert und als ich das dann wusste, habe ich gedacht, gut, jetzt kann ich damit umgehen und wenn ich das jetzt also so hinbekomme, dann will ich irgendwie auch wirklich nochmal die Sachen mit meinem Leben machen, von denen ich eine Zeit lang dachte, ich kann die vielleicht nicht mehr machen, als es mir eben wirklich nicht gut ging. Das war so das eine. Und dann hat mir die Pandemie natürlich auch so einen ganz anderen Alltag plötzlich gezeigt. Also ne, uns allen ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ganz viele von euch waren wahrscheinlich im Homeoffice oder konnten halt lange Zeit nicht rausgehen und hatten dann aber auch einen Alltag, wo sie eben an einem Dienstagmorgen um 10 irgendwo im Grünen waren, was ja so jetzt für mich auch nicht mehr ging. Und irgendwie kam das so beides zusammen. Und das war schon so das Ausschlaggebende, dass ich dachte, okay, mit dem Leben, das ich habe, das endlich ist, glaube ich, kommen viele von uns irgendwann auch mal an so einen Punkt, dass man das dann so merkt, also dass jetzt auch nicht ewig so da ist, will ich wirklich die Sachen machen, die mir richtig wichtig sind. Und dann entwickelte sich das so, dass ich dachte, okay, was will ich wirklich? Gut, ich will irgendwie viele Orte sehen, ich will da länger sein können als nur so eine 2-wöchige Urlaubszeit. Ich möchte da gerne mal leben können, ich möchte da eintauchen können, ich möchte das gerne mit Lotti machen und na, so hat sich das dann quasi entwickelt. Aber das war so der Ausgang. Dann hat jemand gefragt, wie ich die Videos hier eigentlich erstelle. Ob mit Handy, Kamera, welches Programm. Also das kann ich auch ganz schnell beantworten. Ich filme nur mit meinem Handy, weil ich einfach nichts anderes habe. Das ist ein iPhone und auch ein neueres. Also das macht, glaube ich, ganz gute Bilder. Kamera ist in Planung, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und als Mikro habe ich nur hier dieses kleine Ansteckmikro. Und dann schneide ich die Videos mit iMovie. Also ich habe einen MacBook mit dabei und da ist halt iMovie standardmäßig drauf und damit schneide ich die. Ansonsten habe ich nichts weiter. Epidemic Sound für die Musik ist auch, wenn euch das irgendwie interessiert, ein Link mit unten dabei, aber jetzt nichts irgendwie anderes. Ihr könnt also, wenn noch jemand vielleicht das schaut, der auch Videos macht und ihr habt eine Empfehlung, also es gibt schon so ein paar Sachen bei iMovie, die ich irgendwie nicht hinbekomme und die ich mir besser wünschen würde, also wenn ihr jetzt ein anderes Programm nutzt und sagt, das ist vielleicht noch ein bisschen besser, dann schreibt das gerne auch mal mit in die Kommentare. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Also was ich zum Beispiel am meisten mir wünschen würde, ist, dass ich so Einblendungen, so Titel, also natürlich kann man bei iMovie schon so auch Titel mit einblenden, aber das ist ein bisschen eingeschränkt, was man da so machen kann. Also wer da eine Idee hat, wie man das besser machen kann, sehr, sehr gerne. Rita hat ganz lieb gefragt, wo ich so meine Kleidung herbekomme, weil sie meine Kleider ganz gerne mag. Und sie hat auch gefragt, was ich am liebsten stricke. Darauf antworte ich natürlich sehr gerne. Also es ist so, dass ich so die Kleidung, die ich trage, ist ganz häufig Secondhand. Also ich gehe gerne auf Flohmärkte. Ich kann ein bisschen nähen, das heißt, manchmal nähe ich mir Sachen dann irgendwie auch nochmal um oder ändere die oder so. Und ansonsten gibt es so ein paar Marken, die ich ganz gerne mag.
Die sage ich jetzt aber nicht, weil sonst muss ich wieder sagen, dass es Werbung ist und das ist jetzt irgendwie auch so dann zu allgemein, aber grundsätzlich, also jetzt nichts super Teures. Der Pulli hier zum Beispiel ist vom Flohmarkt, der ist zwar handgestrickt, nicht von mir, ich kann nämlich noch keine Pullis stricken, aber der hat, glaube ich, irgendwie auch 2 € gekostet oder so. Also Flohmärkte Secondhand ist so eigentlich das, was ich so am meisten mache. Ja, und stricken, ich stricke super gerne Socken im Moment und zwar so geringelte und habe damit auch schon all meine Freunde versorgt. Das macht mir richtig viel Spaß, weil ich das erst neu gelernt habe. Und ansonsten stricke ich aber auch so Handschuhe und Stulpen. Ich kann euch die gleich mal einblenden. Also jetzt nichts irgendwie Aufregendes. Ich könnte irgendwie auch mit so einem Schal stricken, aber so viele braucht man da irgendwie ja nicht von. Und als nächstes habe ich mir aber vorgenommen, dass ich wirklich gerne auch solche Pullis hier machen wollen würde. Also zweifarbig stricken kann ich schon, aber ich habe noch nie was Größeres gemacht und habe da auch ein bisschen Respekt davor. Ich glaube, da ist irgendwie, wenn man so ins Internet guckt, dann sind da plötzlich 100 Fremdwörter. Aber ich glaube, das wird so ein Projekt jetzt für 2025, dass ich mir einen Pulli stricken will. Dann hat Wunderschöne Welt 111, hallo übrigens, gefragt, wie es jetzt weitergehen soll nach dem Jahr. Und das ist natürlich, kann ich gut verstehen, ich glaube, das interessiert irgendwie auch viele von euch. Und es ist so, dass für mich das relativ unspektakulär so ist, dass ich schon im Juli dann wieder zurück nach Greifswald komme. Da ist nämlich hier die Zeugnisausgabe von Jugendlichen, die ich eine ganze Weile begleitet habe. Und ich habe natürlich versprochen, dafür dann auch wieder hier zu sein. Und Lotti, das ist richtig, richtig cool, fängt zum 1.8. ihre absolute Traumausbildung an. Also Lotti will schon ganz lange Konditorin werden und hat jetzt den Ausbildungsplatz bekommen, den sie sich gewünscht hat, mit Abstand und wird da dann also zum 1.8. das beginnen. Also für uns beide dann Mitte des Jahres auf alle Fälle erstmal wieder hier zu Hause. Ja, und jetzt bis dahin, das ist natürlich so die Frage, die für uns auch lange im Raum stand. Was machen wir eigentlich im Winter? Also jetzt gerade draußen, es schneit und ist kalt und natürlich gibt's überall in Europa auch Möglichkeiten, den Winter gut im Bus zu verbringen. Aber ja, da waren wir so ein bisschen skeptisch, weil wir dann dachten, ich meine, auch in Griechenland und in Portugal kann es im Winter schon auch mal wirklich ungemütlich werden für ein paar Wochen. Das war so der eine Faktor. Und der zweite war, dass wir Lust hatten, eine Fernreise jetzt zu machen in diesem Sabbatjahr. Ich habe gedacht, wenn wir jetzt schon mal die Möglichkeit haben, nicht nur für 2 Wochen eine super lange Flugstrecke zu fliegen, sondern vielleicht das auch ein bisschen länger zu machen, dann, ne, warum nicht? Und jetzt Achtung, haltet euch fest. Ta, 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 ta. Wir fliegen nächste Woche nach Thailand. Wir werden den ganzen Januar und Februar in Thailand sein, als Backpacker. Das ist gerade irgendwie ziemlich aufregend. Und haben da jetzt noch gar keine wirklichen Pläne. Abgesehen mal davon, dass wir halt hinfliegen. Also wir fliegen nach Bangkok, sind dann da erstmal und wollen dann uns so ein bisschen auch treiben lassen. Also ich weiß schon, dass ich auf die östlichen thailändischen Inseln auf alle Fälle fahren will, nach Koh Chang und Koh Phuket. Und ich möchte aber auch mir im Westen den Khao Sang Nationalpark anschauen. An dieser Stelle einen herzlichen Gruß an Anne aus meinem Lieblingsreisebüro, die mich da richtig gut beraten hat. Also den Khao Sang Nationalpark und dann gibt's noch ein paar andere kleinere Inseln in der Region, auf die ich auch will. Also so ist der Plan. Das heißt jetzt natürlich für mich so ein bisschen, dass ich nicht ganz sicher bin, ob ihr das dann überhaupt noch sehen wollt, weil wir nämlich den Bus die 2 Monate hier ins Winterquartier stellen. Also der ist jetzt nicht mit in Thailand natürlich und wird dann hier warm und trocken stehen, bis wir wiederkommen. Aber ihr könnt ja gerne mal vielleicht irgendwie in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt so, also nee, wenn das jetzt hier so eine Backpacking-Geschichte wird, das interessiert euch dann gar nicht mehr. Oder ob ihr sagt, ja, Thailand wolltet ihr euch vielleicht irgendwie auch immer schon mal angucken. Also ich vermute, dass ich dann vielleicht nur irgendwie alle 2 Wochen ein Video hochladen würde, weil ich gar keine Ahnung habe, wie es uns da so geht und wie da irgendwie alles so ist und so. Ich war noch nie in der Region der Welt, aber ich bin super gespannt. Meine Güte, also wenn ihr da schon mal wart, dann wisst ihr ja, wie es da so ist. Und ich habe bislang halt nur so Reiselogos gesehen. Das sieht ja so schön aus. Also ich freue mich da richtig, richtig drauf. Und bin auch echt gespannt, wie das so mit dieser Backpacking-Aktion dann wird. Ich bin irgendwie mit 20 schon mal Backpacken in Indien gewesen. Das war irgendwie besonders. Aber so jetzt mit Anfang 40, Lotti hat irgendwie ganz wilde Ideen von irgendwelchen Hostels so. Ich weiß ja noch nicht.
Also, das ist auf alle Fälle der Plan bis Ende Februar. Und dann kommen wir wieder im März. Und dann ist die Idee, dass wir dann schon auch gleich irgendwie Anfang März von Deutschland nach Griechenland fahren wollen mit dem Bus und dann im März und April wahrscheinlich so in Griechenland sind. Ich will nach Lefkada unbedingt, da habe ich irgendwie so viel Gutes davon gehört. Und dann fahren wir planmäßig von Griechenland mit der Fähre nach Italien rüber und dann so Italien, den ganzen Stiefel nach oben durch die Toskana, sodass wir dann irgendwann im Juni wieder in Südfrankreich ankommen. Da habe ich richtig Lust drauf. Also Frankreich ist mir wirklich richtig angetan. Und dann von da aus halt ganz langsam und gemütlich dann wieder nach Hause. Vielen Dank, dass ihr bis hierher mit dabei wart. Auch wenn das jetzt ja ein sehr anderes Video war, hoffe ich, dass es trotzdem auch ein bisschen interessant für euch gewesen ist. Ich würde mich natürlich wie immer freuen über ein Like oder ein Abo und würde sagen, wir sehen uns in 2 Wochen wieder aus Thailand, hoffentlich dann mit Sonne, Strand und Palmen. Ich bin richtig, richtig, richtig gespannt und wünsche euch bis dahin jetzt erstmal einen super guten Start ins neue Jahr und wünsche euch alles Liebe.